Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Auch Dying Breed ist auf den Spuren von Command & Conquer. In Manor wird es schweinisch. Grafik-Update für Bar Beyond All Reason. Neue Göttersimulation im Stil von Black and White. Kaiserpunk verschoben. Grafik-Update für Foundation. Global Conflagration mit neuer Demo. Und Sony macht sich mit der PlayStation 5 Pro lächerlich. Nachdem ich euch bereits vergangene Woche 2 mögliche Command & Conquer Nachfolger vorstellen konnte, können wir diese Woche an der gleichen Stelle direkt weitermachen. Denn auch Dying Breed möchte die Herzen der C&C-Community gewinnen und orientiert sich dafür vor allem am Erstlingswerk Tiberian Dawn aus dem Jahr 1995. Im Spiel endet der Zweite Weltkrieg anders als bei uns in einem nuklearen Holocaust. 40 Jahre später kämpfen daher Menschen gegen Mutanten-Cyborgs um die Weltherrschaft, womit wir dann auch die 2 spielbaren Fraktionen abgehakt hätten. Grafisch orientiert man sich aber nicht nur am ersten C&C, sondern kopiert den Artstyle fast 1:1 und steckt seine Zielgruppe damit ziemlich deutlich ab. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel dabei als eine Liebeserklärung an RTS-Spiele der ersten Generation sowie an Science-Fiction-Kultfilme wie Dune, weswegen der Sandwurm nicht fehlen darf. Wer Bock drauf hat, kann sich Dying Breed bereits jetzt auf die Steam-Wishlist setzen. Ich bleib natürlich für euch dran. Gold does not glitter. Not all those who wander are lost. In Return to Moria dürft ihr passend zur aktuell laufenden Amazon Herr der Ringe-Serie die Berge im Nebelgebirge erkunden. Im Koop oder allein baut ihr hier die berüchtigte Zwergenfestung neu auf und kämpft euch dabei durch Horden von Orks. Bei meinem Partner Instant Gaming, welcher euch diesen Wochenrückblick präsentiert, erhaltet ihr den Titel aktuell für schlappe 17 € und tut gleichzeitig diesem Kanal noch was Gutes. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass dieses Angebot bei euch so gut angenommen wird. It is time. We dwarves return to Moria. Nachdem endlich der dringend notwendig gewordene Port auf die Unreal Engine 5 vollzogen werden konnte, konnte sich ein Mann-Entwickler Slavic Magic nun endlich wieder um Content-Erweiterungen für sein Manor kümmern. So erhaltet ihr mit dem aktuellen Beta-Patch nicht nur diverse Bugfixes, sondern auch Schweine, die alternativ zu den Ziegen in euren Wohnhäusern angewählt werden können, falls diese über einen entsprechend großen Garten verfügen. Im Gegensatz zu Ziegen, welche neben einem Fleisch auch eine Tierhaut zur Weiterverarbeitung erbringen, erhalten Schweinezüchter die doppelte Menge an Fleisch, allerdings ohne Tierhäute. Insgesamt dürfte aber auch dieses Update alte Spieler nicht zurückholen können, da diese eher auf feindliche NPC-Siedlungen oder auf ein allgemein spannenderes Endgame warten. Das komplett kostenlose und von mir bedingungslos empfehlenswerte Bar Beyond All Reason ist eine indirekte Fortsetzung zum guten alten Total Annihilation. Der auf Massenschlachten ausgelegte RTS-Kracher, der seit einiger Zeit von treuen Fans gepflegt wird, hat nun ein größeres Grafik-Update erhalten. So wurde das auch schon vorher durchaus vorzeigbare Spiel um neue Partikeleffekte, neue Tarnanimationen und realistische Schiffphysik samt Wellengang erweitert, die durchaus was hermachen. Mein Tipp: Lasst euch hier nicht vom Free-to-Play-Vermerk abschrecken. Dieses Spiel ist wirklich komplett kostenlos und darf in eurer gut sortierten RTS-Sammlung definitiv nicht fehlen. Da Peter Molyneux trotz seiner ganzen Skandale aktuell erneut mit seinem neuen Spiel Masters of Albion im Fokus steht, blickt man wieder mehr auf die guten alten Tage zurück, in denen dieser Herr zum Beispiel mit den beiden Black-and-White-Spielen noch richtig gute Spiele rausgebracht hat.
Auf den Spuren dieser beiden Titel ist jetzt Genesis of a Small God, in welchem ihr als Gott ganz klassisch mit eurer Götterhand die Kontrolle über eine Insel übernehmt und hier eure Bewohner befehligt und göttliche Wunder wirkt. So verschießt ihr unter anderem Feuerbälle oder lasst es über euren Feldern regnen, um das Pflanzenwachstum zu beschleunigen. Umso zufriedener eure Bewohner mit euch sind, umso mehr Macht erhaltet ihr, um weiter ins Spiel eingreifen zu können und so weiter. Klassische Götterkreaturen soll es zwar nicht geben, trotzdem könnte das Ganze durchaus spannend werden, weswegen ich mich für euch wie gewohnt dranhänge. Kaiserpunk, welches das gewohnte Anno-Gameplay in den Zweiten Weltkrieg verfrachten möchte, muss seinen Release nach hinten verschieben. Anders als bei vielen anderen Indies hat man sich hier nämlich für kein Early Access Modell entschieden und möchte das Spiel direkt mit vollem Umfang veröffentlichen. Die neu gewonnene Zeit soll jetzt vor allem fürs Optimieren genutzt werden, sowie durch weitere Beta-Tests euer Feedback berücksichtigt werden. Den Titel habe ich euch übrigens bereits in einem Preview-Video genauer vorgestellt, schaut da also gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kaiserpunk erscheint nun somit komplett am 27. Februar 2025. Wie die Zeit vergeht. Foundation befindet sich bereits seit 2019, also seit 5 Jahren im Early Access. Seit dem letzten großen Update konnten nun mittlerweile die meisten Features inklusive einem spannenden neuen Militär-Gameplay integriert werden, sowie die Grafik generell, aber vor allem bei der Beleuchtung, der Vegetation und den Gebäuden verbessert werden. Vor dem nächsten Release möchte man nur noch an einer dichteren Bebauung und befestigten Straßen arbeiten. Auch wenn es dazu noch kein genaues Datum gibt, hat man uns nun immerhin die neue Vegetation anhand eines Screenshots präsentiert, auf welchem ein deutlicher Sprung gegenüber der bisher sehr kargen Landschaft zu erkennen ist. Vor allem aber das Militärsystem war bisher immer einer der größten Kritikpunkte am Spiel, welches man kurz und knapp mit langweilig beschreiben kann. Daher ist es umso spannender, wie der mit größte Kritikpunkt nun angegangen wird. Details liegen uns aber hierzu leider noch nicht vor. Training. Unit promoted. Auch Global Conflagration buhlt um die Command & Conquer Spieler. Ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich diesen Satz die letzten Wochen gesagt habe, egal. Jedenfalls erhält das Spiel, welches sich stark an Generals orientiert, erneut für kurze Zeit eine öffentliche Demo-Version, durch welche ihr alle mal in den Titel reinzocken könnt. Da das Spiel in meiner Preview fürs erste für Ernüchterung sorgte, werde ich es dieses Mal definitiv auf Herz und Nieren testen und mich dann gegebenenfalls korrigieren. Global Conflagration könnt ihr also via Steam kommende Woche vom 16.09. bis zum 23.09. eine Woche lang kostenlos antesten. Building completed. Our base is under attack. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zum größten Aufschrei der Woche. Sony hat die PlayStation 5 Pro angekündigt und erntet dafür zumindest in meiner Bubble durch die Bank nur Kopfschütteln. 799 € soll das Ding kosten, mit Laufwerk und Standfuß dann sogar fast 1000 €. Als Gegenleistung gibt es für sehr wenige ausgewählte alte Spiele ein paar FPS mehr und ja, das war's eigentlich auch schon. Also nein, ernsthaft. Ich war von der Arroganz der Sony PK schockiert und das war bevor am Ende der Preis eingeblendet wurde. In diversen Vergleichsbildern musste man den Unterschied mit der Lupe suchen. Die neue Konsole soll nun für 8K optimiert sein und 120 FPS auch endlich auf Konsolen zum Standard machen. Ist ja schön und gut, aber mal ernsthaft, wer hat denn in unseren Breitengraden einen großen TV im Wohnzimmer stehen, der 8K oder viel wichtiger 120 FPS darstellen kann? Die Zielgruppe, die diese Features ernsthaft nutzen kann, ist also sowieso schon mal sehr klein und braucht zusätzlich auch noch einen möglichst großen und aktuellen Gaming-Monitor. Die gibt's in 8K sowieso nicht, egal. Aber mal ernsthaft, für eine Videospielekonsole, die sonst nichts Neues kann, 1000 €.
welche keine exklusiven Spiele bekommt und in 3 Jahren sowieso von der PS6 abgelöst wird, ist einfach nur kackdreist und fliegt hoffentlich komplett auf die Schnauze. Niemand braucht diese Konsole. Wer wirklich 120 FPS haben muss, spielt ohnehin am weiterhin komplett überlegenen PC. Also ehrlich, ich verstehe es nicht. Da bleibt mir nur zu hoffen, dass Nintendo, welche ebenfalls den aktuellen Gerüchten nach in den kommenden Tagen die Switch 2 ankündigen wird, hier deutlich mehr zu bieten hat. Da verzichte ich dann auch gerne auf 8K und 120 FPS. In diesem Sinne, lasst euch nicht von Sony verarschen. Checkt aber mal meinen Partner Instant Gaming aus, bei welchem ihr auch bei PlayStation-Spielen sehr viel Geld sparen könnt, und kommt gut in die neue Woche. Remarkable improvement to the games.